Er ist ein wahrer Bewegungskünstler, der Menzi-Muck Schreitbagger M545X. Er kommt auch noch an Orten zum Einsatz, wo andere Bagger längst kapitulieren müssen. Ob Arbeiten in extremen Steilhängen, in bis zu 2,50 Meter tiefen Gewässern oder in tiefen Gräben. Mit verschiedenen Aufsatzgeräten kann er Bäume fällen, Baumstümpfe wegfräsen, Unterholz und Gestrüpp mulchen, Gewässerbewuchs entfernen oder Befestigungsanker in Felswände bohren. Er ist ein Allround-Genie. Rüti im Schweizer Kanton St. Gallen. Der Sitz der Firma Menzi-Muck, die hier unter anderem Schreitbagger in verschiedenen Größen produziert. Der größte und gleichzeitig das Flaggschiff ist der M545X. Er kostet rund 400.000 €, wiegt 13,5 Tonnen und hat einen Motor mit 156 PS, der einen Hydraulikdruck von bis zu 420 bar produziert. Alle 4 Räder sind einzeln lenkbar und einzeln angetrieben. Der Arbeitsarm kann 8 Meter weit auslegen und die maximale Hubkraft beträgt 9,5 Tonnen. Konventionelle Bagger brauchen hinten ein Gegengewicht, damit sie beim Heben von Lasten nicht nach vorne umkippen. Der Schreitbagger kann auf diesen zusätzlichen Ballast verzichten. Ein Heckgewicht wird hier nicht benötigt, weil die Kräfte, die durch die Hubarbeiten entstehen, hier über die Abstützungen auf den Boden gegeben werden. Ein weiterer Punkt ist der Teleskoparm. Wir haben hiermit eine Auslagemöglichkeit, eine Reichweite von über 8 Meter, die dem eines ca. 20 Tonnen konventionellen Baggers entspricht. Unser Bagger hat aber ein Gewicht von ca. 13,5 Tonnen. Der Schreitbagger wird auch Spinnenbagger genannt wegen seiner Füße. Die machen ihn zusammen mit dem Teleskopausleger zu einem Allround-Genie im Gelände. Schwere Maschinen sind oft wasserscheu, der Schreitbagger nicht. Das stellt er im bayerischen Gundelfingen heute unter Beweis. Dort gibt es eine Wehranlage am Flüsschen Brenz. Hinter dem Wehr liegt ein Rückhaltebecken, das bei Hochwasser der Brenz geflutet wird. Die gesamte Anlage ist jedoch verwildert, überall im Wasser Totholz, die Böschungen zugewuchert. Und vor dem Wehr Schlamm und Grünbewuchs, die das Abfließen des Wassers beeinträchtigen. Eine Menge Arbeit für den Landschaftspfleger und Umwelttechniker Michael Bramel. Er soll in nur einem Tag Ordnung ins Chaos bringen mit Hilfe seines Schreitbaggers. Das erste Werkzeug, das zum Einsatz kommt, ist eine Großgreifersäge. Mit der kann der Bagger Bäume umfassen und absägen. Der Tiltrotator am Teleskopausleger sorgt dafür, dass sich die Großgreifersäge endlos um 360 Grad drehen und in alle Richtungen neigen lässt. Vom festen Boden geht es jetzt ins Wasser. Dabei darf Michael Bramel die Uferböschung nicht beschädigen. Zu viel Gewicht würde sie zerstören. Für den Schreitbagger kein Problem. Er stützt sich mit dem Ausleger auf dem Grund des Wasserbeckens ab. Dann hebt er die vorderen Füße an und schiebt sich weiter zum Wasser. Dort setzt er die Vorderfüße wieder ab. Anschließend dreht Michael Bramel den Oberwagen und stützt sich mit dem Ausleger oberhalb der Uferböschung ab. Dann geht's nach unten. Er hebt die Hinterräder an, hieft sich weiter ins Wasser und setzt dort die hinteren Füße wieder ab. Geschafft! Jetzt muss zuerst das Totholz aus dem Wasser. Bäume mit bis zu 3 Tonnen Gewicht sind kein Problem für den Schreitbagger. Zu den nächsten abgestorbenen Bäumen geht es in etwas tieferes Wasser. Das ist natürlich ein sehr beruhigendes Gefühl, wenn man einen Bagger hat, wo man weiß, da kann man bis 2,50 Meter Wassertiefe reinfahren.
Vor allem bei solchen Becken wie hier weiß man oft nicht, was kommt. Die erste Uferseite wäre jetzt schon mal geräumt. Das abgelegte Holz wird später ein LKW holen. Die Fahrt auf die andere Seite des Rückhaltebeckens hat ihre Tücken. Plötzlich geht nichts mehr. Wir stecken hier, haben uns jetzt eingegraben. Anscheinend ist hier sehr viel Sumpf in dem Gebiet. Jetzt versuche ich erstmal wieder auf festen Boden zu kommen. Mit dem Ausleger drückt sich Michael Bramel wieder auf befahrbaren Untergrund und nimmt dann einen anderen Weg zum Wehr, zu einem Baum, der auch weg muss. Für den nächsten Arbeitsschritt benötigt Michael Bramel ein anderes Werkzeug am Ausleger. Um das zu holen, muss er über einen Zaun. Hindernisse wie dieses überwindet der Schreitbagger spielend. Jetzt fährt Michael Bramel zum Tieflader, den sein Kollege hier abgestellt hat, und greift sich den Forstmulcher. Mit dem kann er Gestrüpp und Unterholz entfernen. Zuerst ist die zugewucherte Fläche neben dem Rückhaltebecken dran. Mit scheibenwischerähnlichen Bewegungen rasiert der Schreitbaggerfahrer das Gestrüpp regelrecht ab. Der Forstmulcher zerkleinert alles so fein, dass quasi nur Humus übrig bleibt. Schwarzmulchen nennt sich das. Sogar Äste und Bäume mit bis zu 20 cm Stärke sind für den Mulcher kein Problem. Nach einer Stunde mit dem Forstmulcher sieht die Uferfläche aus wie geleckt. Komplizierter wird die Arbeit neben dem Wehr, auf der Böschung, an die Michael Bramel nur vom Wasser her rankommt. Die größte Schwierigkeit besteht darin, mit dem Forstmulcher auf die Böschung zu kommen. Hier sind wieder die Kletterkünste des Schreitbaggers gefragt. Müssen wir jetzt tatsächlich mal unsere Bergpratzen nehmen. Mit denen haben wir natürlich einen bombastischen Halt. Bergpratzen. Ein anderes Wort für die beiden Bergstützen an den hinteren Füßen. Eingekrallt in den Untergrund sorgen sie dafür, dass der Bagger nicht zurückrutscht ins Wasser, sobald Michael Bramel sich nicht mehr auf den Ausleger stützt. Der ist jetzt frei für die Arbeit an der Böschung. Eine halbe Stunde später. Mulchen beendet. Unterholz und Gestrüpp sind weg, genauso wie das Totholz. Aber damit ist der Job für Michael Bramel erst zur Hälfte erledigt. Rüti in der Schweiz, das Werk von Menzi Muck, dem Hersteller des Schreitbaggers. Das Flaggschiff der M545X besteht im Wesentlichen aus den Füßen mit Rädern und Bergstützen. Sie sitzen am Chassis. Darüber auf einem Drehkranz das Mittelteil, in dem der Motor steckt und auf dem die Fahrerkabine sitzt. Am Mittelteil montiert ist auch der Ausleger mit Stielzylinder und der Teleskoparm mit der sogenannten Schere. Einer der hinteren Füße des Schreitbaggers. Der Radmotor, das obere zylindrische Bauteil, ist bereits montiert. Jetzt dreht Mechaniker Josef Mollner ihn zur Seite, damit er den Lenkzylinder einbauen kann. Zuerst fädelt er die Schmierleitung durch die Einbauöffnung und setzt dann den knapp 30 Kilogramm schweren Zylinder ein. Den muss er jetzt mit 2 Bolzen am Gehäuse fixieren und die Bolzen mit Schrauben sichern. Nach dem Anziehen der Schrauben und der Montage der Hydraulikleitungen lässt sich mit Druckluft die Lenkzylinderstange ausfahren. Die Lenkzylinderstange kann der Mechaniker jetzt durch einen Bolzen mit dem Radgetriebe verbinden und den Bolzen sichern.
Dieser Lenkzylinder kann dieses komplette Radgetriebe bewegen, schwenken. Wenn kommt diese Stange raus, die Radgetriebe bewegt sich in diese Richtung. Wenn zieht, kommt nach hier. Aber das braucht hydraulischen Druck. Das nächste Anbauteil ist die 150 Kilo schwere Bergstütze. Diese gewaltige Kralle braucht der Schreitbagger in steilem Gelände, um sich abzustützen und nicht abzurutschen. Durch einen Hydraulikzylinder lässt sich die Bergstütze aus- und einfahren. Die Vormontage des Mittelteils. In den kommen später unter anderem der Motor und die Hydrauliksteuerung. Unter dem Mittelteil des Schreitbaggers ist ein Drehkranz. Der ist die Verbindung zum Chassis mit dem Fahrwerk. Der Drehmotor ist bereits verbaut bei dem Mittelteil, das Monteur Thomas Pfändler gerade aufrichtet für den Anbau des 200 Kilo schweren Drehkranzes. Er besteht aus 2 Ringen, dazwischen ist ein Rollenlager verbaut. Thomas Pfändler fixiert den äußeren lackierten Ring am Mittelteil. Dann schaltet er das Aggregat an, mit dem er den Drehmotor bewegen kann. Jetzt muss er den Drehkranz ausrichten, denn produktionsbedingt ist kein Drehkranz exakt wie der andere. Thomas Pfändler dreht den inneren Ring bis zur Markierung, wo er am engsten ist. Dann misst er den Abstand zwischen den Zähnen und dem Ritzel des Motors. Dieser Abstand muss zwischen 0,1 und 0,4 mm liegen. Da sind wir ja weit über der Toleranz. Jetzt müssen wir das näher stellen. Dazu nehmen wir die Schraubzwinge. Mit der zieht er den inneren Drehkranzring ein klein wenig näher an das Ritzel. Ja, 0,25. Perfekt. So geht's, so kann man es sein lassen. Problem ist, wenn es am Ritzel zu nahe steht, dann fängt es an zu rattern. Es gibt Geräusche. Und da gibt es Ritzelbruch oder Zähne brechen ab. Das ist dann die Folge. Der Monteur kann jetzt den äußeren Drehkranzring am Mittelteil mit 35 Den-Schrauben befestigen. Dafür verwendet er einen voreingestellten Drehmomentschrauber. An einem anderen Mittelteil muss Thomas Pfändler jetzt den Auslegezylinder einbauen. Er hebt und senkt den Baggerarm. Zum Schutz ist der Zylinder im Inneren des Mittelteils verbaut, nicht wie bei anderen Baggern außen, wo er beschädigt werden kann. Zurück beim Wasserrückhaltebecken neben dem Flüsschen Brenz im bayerischen Gundelfingen. Hier führt Umwelttechniker Michael Bramel Maßnahmen zum Hochwasserschutz durch. Totholz hat er mit seinem Schreitbagger heute schon beseitigt, außerdem Unterholz und Büsche entfernt. Jetzt muss er noch Baumstümpfe entfernen. Dazu verwendet er eine Wurzelstockfräse. Es ist eine der stärksten, die es auf dem Markt gibt, und selbst dieser rund 80 cm dicke Stumpf stellt für sie kein Problem dar. Mit Wischbewegungen fräst Michael Bramel Zentimeter für Zentimeter weg. Erledigt. Der Stumpf ist weg. Bis 30 cm unter Bodenniveau. So, und hier sieht man, dass die Maschine richtig schön feines Material rausmacht, dass der Wurzelstock wirklich komplett verrotten kann. Das heißt, wir sparen uns die Entsorgungskosten von den Wurzelstöcken und großer Logistikaufwand steckt nicht mehr dahinter. Eigentlich müsste Michael Bramel jetzt auf die andere Seite des Rückhaltebeckens. Aber das muss noch einen Moment warten. Der Tank ist fast leer. Das Tolle an der Maschine ist, wir haben hier unseren Kraftstofftank, fast 190 Liter Diesel. Bevor wir jetzt ins Wasser steigen, möchte ich natürlich nicht, dass unser Dieselkraftstoff ausgeht. Menzimuk hat auch so Zusatztanks verbaut, rechts und links. Die sind natürlich für uns Gold wert, weil gerade man ist irgendwo mitten im Gelände, da können wir natürlich nicht an eine Tankstelle fahren. Die 220 Liter Diesel aus den Zusatztanks reichen für 1,5 zusätzliche Arbeitstage.
Das Hochpumpen der 110 Liter von einem der Unterwagentanks in den oberen dauert gerade mal 2 Minuten. Wenn anderen Fahrzeugen in unwegsamen Gelände der Diesel ausgeht, kann der Schreitbagger diese auch mit Kraftstoff aus seinem Zusatztanks versorgen. Die nächste Aufgabe: vor dem Wehr in der Brenz den Grünbewuchs kürzen. Dazu braucht Michael Bramel diesen Mähkorb. Der hat scharfe Messer, damit er den Bewuchs nicht rausreißt, sondern nur kürzt. Durch die großen Gitterzwischenräume können Fische fliehen, wenn sie in den Korb geraten. Wie alle Geräte von unserem Schreitbagger ist auch unser Mähkorb mit einem hydraulischen Schnellwechselsystem ausgestattet. Das sieht man an diesen kleinen schwarzen Stutzen. Den Hydraulikanschlüssen also. Dieses Kupplungssystem spart beim Arbeiten eine Menge Zeit, wenn man die Werkzeuge oft wechseln muss. Ich kann die Stutzen direkt an unseren Kopf anschließen. Dann wird das Anbaugerät eingeklappt. Die schwarzen Stutzen schieben sich öldicht rein. Ich verriegel das Ganze und dann ist die Maschine startklar. Auf der Böschung neben dem Wehr beginnt Michael Bramel, den Grünbewuchs in der Brenz zu kappen. Dabei muss er darauf achten, dass er genug wegschneidet, damit sich vor dem Grünzeug nicht wieder Schlamm ablagert. Zu kurz darf es aber auch nicht sein, denn dann würde er die Wurzeln der Wasserpflanzen beschädigen. Zehn Minuten später muss der Schreitbaggerfahrer wieder ein anderes Werkzeug andocken, den sogenannten Löffel. Der Schlamm, den der Löffel aus der Brenz schaufelt, beeinträchtigt die Funktion des Wehrs als Hochwasserventil. Es kann nicht mehr richtig schließen und nur schwer öffnen, um bei drohender Überflutung der Brenz Wasser ins Rückhaltebecken abzulassen. Jetzt haben wir 3, 4, 5 Kubik raus. Jetzt dürfte das Wehr wieder leer sein, beziehungsweise der Fluss ist jetzt wieder gewährleistet. Ich denke, der Kunde müsste so zufrieden sein. Jetzt fahren wir quasi wieder zurück, bringen unsere Werkzeuge auf den Tieflader und dann wäre der Job erledigt. Nur einen Tag hat es gedauert, um das gesamte Areal vom Totholz und Gestrüpp zu befreien, um das Wehr wieder gangbar zu machen. Ohne den Schreitbagger wäre der Aufwand an Maschinen und Personal mindestens 5-mal so hoch gewesen. Zurück beim Menzi-Muckwerk in der Schweizer Ortschaft Rüti. Hier steht gerade die Vormontage des Chassis an, eines der größten Bauteile des M545X. Das Chassis ist der Unterwagen des Schreitbaggers. Zwischen diesem und den Füßen mit Rädern sind die Schwenkfüße montiert. Die sind jeweils rund 160 Kilo schwer und wichtig für die Beweglichkeit des Baggers. Monteur Adem Aslan baut sie jetzt ans Chassis an. Er bringt den Schwenkfuß so in Position, dass die Befestigungsbuchse exakt unter der Verriegelungsöffnung des Chassis liegt. Er bestreicht die Buchse mit Fett und setzt dann den sich nach unten verjüngenden Drehbolzen ein. Jetzt muss Adem Aslan den Schwenkfuß noch unten fixieren. Dazu verwendet er einen Wagenheber. Mit dem drückt er den Befestigungsbolzen in die Buchse. Der Bolzen hat auf einer Seite einen Nut. Diese ist wichtig für die Befestigung. Also ich habe jetzt momentan das Bolzen so ausgerichtet, dass hier eine Ausspannung hat, dass hier später mit dem Stift hier durchführen kann. Durch diesen Loch hier. So wie jetzt. Den Stift fixiert er noch mit einer Schraube. Dann macht er sich an den Schwenkzylinder. Den muss ich mit Schwenkfuß zusammen verbinden, damit sich später Schwenkfuß je nachdem nach links oder nach rechts drehen kann. Mit Druckluft fährt er die Zylinderschubstange bis zu den Befestigungsöffnungen des Schwenkfußes aus und dreht sie in die richtige Position. Dann verbindet er die beiden Bauteile wieder mit einem Bolzen. Der nächste Arbeitsschritt, die Montage der Füße ans Chassis.
Adem Aslan schwenkt einen der vorderen 950 Kilo schweren Füße zum Chassis. Bevor er die beiden Teile miteinander verbinden kann, muss er die zahlreichen Hydraulik-, Elektro- und Schmierleitungen des Fußes durch die Versorgungsöffnung des Chassis fädeln und an den jeweiligen Anschlüssen montieren. Mit dem Hallenkran hebt Adem Aslan den Fuß in die Halterungen und bringt ihn in die richtige Position. Passt. Die Ösen liegen genau übereinander und Adem Aslan kann mit einem Drehbolzen den Fuß am Chassis befestigen. Der Abstützzylinder, den Adem Aslan jetzt am Schwenkfuß anbringt, dient zum Anheben und Absenken des Fußes. Nach Montage der Hydraulikleitungen lässt sich per Luftdruck die Zylinderstange bis zur Halterung am Fuß ausfahren. Das letzte Anbauteil ist die Schubstange. Sie kommt auf der Seite des Chassis an dieselbe Stelle wie der Abstützzylinder. Adem Aslan verbindet alle 3 Teile mit einem Drehbolzen. Das andere Ende der Schubstange kommt an den sogenannten Drehkopf des Fußes. Der Sinn dieser Konstruktion erschließt sich beim Abschlusstest. Das Funktion des Schubstange, dass es eben der Drehkopf einfach immer in der gleichen Position bleibt. Während hochfahre, auch runterfahre. Die Vormontage des Arbeitsarms, der aus 2 großen Teilen besteht. Dem Ausleger des Schreitbaggers, dem Stielzylinder und dem Teleskoparm mit der Schere. An diesen beiden Teilen kann man beim Einsatz verschiedene Werkzeuge andocken. Im Innenrohr des Teleskoparms ist schon der Teleskopzylinder verbaut. Auch Löffelzylinder und Schere sind bereits montiert. Hier haben wir den kompletten Teleskoparm mit vormontiertem Löffelzylinder, mit der Schere, der dafür sorgt, zum das Aushebens, das Aufnehmen von der Erde und zum Ausschütten von der Erde. Thomas Pfändler muss bei der Vormontage das Innenrohr mit einem Schlitten ins Außenrohr schieben. Am Innenrohr sind teflonartige Gleitplatten. Ist das Innenrohr halb drin, müssen weitere Gleitplatten dran. Zur Schmierung drückt der Monteur 4 Kilo Fett zwischen Außen- und Innenrohr. Zusammenschieben beendet. Den Teleskopzylinder befestigt Thomas Pfändler jetzt auch noch am Außenrohr des Arms. Die große Hochzeit steht an. Monteur Göksel Çelikaya hebt das Mittelteil des Schreitbaggers auf das Chassis. Damit der Drehkranz, der unten am Mittelteil sitzt, exakt an die richtige Position kommt, muss Göksel Çelikaya mit den Drehkranzbohrungen die Zentrierbolzen treffen, die er als Montagehilfen angebracht hat. Es ist sehr wichtig, dass ich ganz genau treffe, weil es könnte passieren, dass ich auf dem Drehverteiler aufhocke und wir kippen. Das wäre nicht so gut. Geschafft. Jetzt schließt Göksel Çelikaya ein Hydraulikaggregat an den Drehmotor an, mit dem er das Mittelteil immer zur nächsten Gewindeöffnung fährt. In die setzt er dann den Schrauben und zieht sie leicht an. Mit 36 solcher Schrauben befestigt er den Drehkranz des Mittelteils am Chassis. Das dauert. Ähnlich zeitraubend der zweite Durchgang, bei dem er die Schrauben mit einem Drehmomentschlüssel festzieht. Zum Schluss pumpt der Monteur noch 14 Liter Fett in die Schmierwanne. Hochzeit vollzogen. Eine Dauerbaustelle im Gebirge im Schweizer Ski- und Wandergebiet Parsen nahe Davos.
Für die Wasserversorgung ist hier auf 2300 Meter Höhe ein Menzimuk-Schreitbagger im Einsatz. Nino Pleisch baggert Gräben in den Berg, um Wasseradern freizulegen. An einer Stelle, die er vor einer Woche ausgehoben hat, ist gerade ein Helikopter im Dauereinsatz. Er bringt Baumaterial aus dem Tal. Wir stellen hier einen Betonriegel für die Quellfassung, damit wir das Wasser, das hier aus der Erde kommt, auffangen können. Anschließend läuft das dann durch die Leitungen runter bis ins Tal, in die Mittelstation, Höhenweg. Und dort wird es verwendet für Trinkwasser, was man halt so braucht, wie im Tal auch. Nach Fertigstellung der Quellfassung renaturiert Nino Pleisch das Gelände. Das hier haben wir rund vor einem Jahr gemacht. Hier sieht man also praktisch nichts mehr. Das Einzige, was man noch sehen kann, ist hier die Brunnenstube. Wir können hier gleich mal reinschauen. Jetzt widmet sich Nino Pleisch wieder seiner aktuellen Baustelle. 4 Meter nach unten gegraben hat er schon und auch die Rinne für die Wasserableitung ist bereits in Arbeit. Bevor er weiter baggert, muss er herausfinden, wo das meiste Wasser aus dem Berg kommt. Das macht er mit 2 Kupferstäben. Kreuzen die sich, befindet sich im Untergrund Wasser. Bei einer Wasserader liegen sie übereinander. Ja, hier muss ich noch einen halben Meter runtergraben. Und dann ist hier wahrscheinlich die nächste Ader. Ja. Jetzt muss ich nochmals runter in den Graben, muss die Querleitung, die Rohrleitung nochmals rausputzen, weil bei der Quelle das Wasser noch rund einen halben Meter tiefer hervorscheint oder hervorkommt. Dafür dreht Nino Pleisch den Bagger. Das macht er, indem er sich mit dem Teleskopausleger abstützt und das Fahrwerk unter sich Stück für Stück dreht, bis die Bergstützen Richtung Graben stehen. Der Baggerfahrer setzt beide Füße ganz eng nebeneinander in den Graben. Er stützt den Bagger währenddessen mit dem Teleskopausleger ab. Jetzt hat er mit den Bergstützen genügend Halt im Graben, dreht den Oberwagen, stützt sich auf der oberen Seite ab und hebt die anderen Räder auf die Grabenränder. Weil das meiste Gewicht des ohnehin nur 13,5 Tonnen schweren Schreitbaggers jetzt auf den Bergstützen im Graben lastet, besteht keine Gefahr, dass die Grabenränder während der Arbeit einstürzen. Nino Pleisch kann jetzt den Graben für die Wasserableitungsrohre weiter ausbaggern. Dabei kommt ihm die Auslegeweite des Arbeitsarms von mehr als 8 Metern zugute. Und das, was ich hier jetzt gerade mache, wäre mit einem normalen, herkömmlichen Bagger nicht möglich. Die Ableitungsrinne ist jetzt tief genug und Nino Pleisch macht im Quellgraben weiter. Einen halben Meter muss er hier noch runter, um die Wasserader, die er gefunden hat, freizulegen. Dabei arbeitet er mit dem Löffel zum Bagger hin. Das birgt bei dieser steilen Baggerstellung Gefahren. Da muss ich aufpassen, dass ich mir nicht selber in die Bergstützen grabe. Ist auch immer eine heikle Angelegenheit. Um am Ansatz des Grabens weiter ausheben zu können, muss Nino Pleisch weiter nach hinten. Dazu setzt er die Füße mit den Bergstützen um. Den einen auf den Rand des Grabens, den anderen hinein. Nach 5 Minuten hat er die zweite Hauptquelle freigelegt. Das ist fast wie Goldschürfen. Gleicher Feeling, wenn man Wasser findet. Sicherheitshalber macht Nino Pleisch aber nochmal einen Kontrollgang und besichtigt seine flüssige Goldader aus der Nähe. Ja, jetzt kann man es hier sehr schön sehen, wie das Wasser aus dem Berg kommt. Sehr gut. Anschließend werden dann meine Kollegen hierher kommen und hier eine Mauer schalen, das gleiche wie vorhin auf der anderen Seite. Und dann werden wir hier den Beton gießen, die Leitungen einlegen und das Ganze wieder zumachen. Und dann ist das gefasst, dann haben wir Wasser.
den nächsten Winter. Und das feiert Nino Pleisch mit einem kleinen Freudentänzchen. Rüti in der Schweiz, das Werk des Schreitbaggerherstellers Menzi Muck. Hier müssen die Mitarbeiter jetzt den Arbeitsarm montieren. Er besteht aus dem Ausleger, dem Stielzylinder und dem Teleskoparm samt Schere. Rund 600 Kilo wiegt der Ausleger, den Adem Aslan jetzt am Mittelteil des Schreitbaggers befestigt. Das Motto dabei: Immer langsam, vorsichtig, weil das Teil ist ja sehr schwer auch noch dazu. Du kannst das auch ganze Gewicht auch nicht halten, oder? Wenn es sich leicht verdreht oder so. Nach viel Kranarbeit mit genauso viel Feingefühl sitzt der Ausleger an der richtigen Stelle. Adem Aslan kann ihn mit einem Bolzen am Mittelteil befestigen. Den Bolzen schiebt er aber nur halb rein. Er muss kontrollieren, ob alles passt. Ich schaue jetzt, ob ich hier zu großen Spalt dazwischen habe. Wenn ich einen Spalt habe, dann muss ich hier hinterlegen, also eine Scheibe. Da muss ich schon, glaube ich, was reintun. Was er braucht, ist eine Distanzscheibe. Denn der Ausleger darf in der Halterung seitlich kein Spiel haben. Nach dem Einlegen der Distanzscheibe kann der Monteur den Befestigungsbolzen ganz durchschieben. Dann verbindet Adem Aslan den Ausleger noch mit dem Hydraulikzylinder, der den Arbeitsarm hebt oder senkt. Nächstes Anbauteil ist der Teleskoparm. Er wiegt rund 370 Kilo und ermöglicht dem Schreitbagger eine Auslegeweite von 8,30 Meter. Adem Aslan muss ihn jetzt am Ausleger mit Bolzen befestigen. An die Unterseite des Teleskoparms kommen 2 Bolzen, einer auf jeder Seite. Um den dritten Bolzen einführen zu können, muss Adem Aslan den Ausleger ablassen. An dem oberen Bolzen müssen die Monteure später noch den Stielzylinder befestigen, der dafür sorgt, dass man den Teleskoparm hoch und runter schwenken kann. Die Power, die der Schreitbagger zum Fahren und für seine Werkzeuge braucht, erzeugt ein gewaltiger Motor. Ein 4-Zylinder-Turbodiesel mit 4,1 Liter Hubraum und 154 PS. Er produziert einen Druck von bis zu 420 Bar für die Antriebs- und Arbeitshydraulik. Rund 600 Kilo wiegt das Monster, das Monteur Adem Aslan jetzt in den Mittelwagen des Schreitbaggers hebt. Gummipuffer an den Halterungen minimieren die Vibrationen, die der Turbodiesel aufs Gehäuse des Mittelteils überträgt. Und sie schützen auch den Motor vor zu starken Erschütterungen beim Arbeiten und Fahren. Noch Halterungsschrauben anziehen, fertig. Die Monteure verlegen die letzten Hydraulik- und Elektrikleitungen am Arbeitsarm. Dann bauen sie den Stielzylinder an, das letzte wichtige Bauteil. Mit dem kann man den Teleskoparm nach oben oder unten schwenken. Gökse Çelikaya und seine Kollegen montieren den Zylinderfuß am Ausleger des Arbeitsarms. Das andere Ende des Zylinders, die Zylinderstange, befestigen sie am Teleskoparm. An den Zylinderfuß kommt noch ein Bauteil, das eine extrem wichtige Funktion für die Arbeitssicherheit hat. Wir haben hier ein Rohrbruchsicherungsventil. Falls irgendwas passiert, ein Rohr oder irgendwas platzt oder reißt, dass der Arm nicht runterfällt, wenn wir was heben. Die Fahrerkabine ist die Kommandozentrale des Schreitbaggers. Monteur Gökse Çelikaya verlegt in ihr den Kabelbau mit über 40 Anschlüssen. Er fädelt ihn durch einen kleinen Spalt unter die Verkleidung des Armaturenbretts. Zuerst schließt er das Schalterboard an. Mit dem kann der Fahrer analog alle Grundfunktionen ansteuern. Lenkmodus, Fahrtrichtung sowie Vorwahl der Motordrehzahl und Geschwindigkeit. Tankinhalt, Drehzahl, Öl- und Kühlmitteltemperatur zeigt das Grunddisplay an. Und zwar analog.
Den Status aller Maschinensysteme kann der Fahrer zwischen den Analoginstrumenten in der Mitte ablesen. Der Sitz hat eine Luftfederung. Die schützt den Fahrer vor heftigen Erschütterungen. Auf einer Schiene schiebt Göksel Çelikaya den Sitz mitsamt Bodenlafette in die Kabine. Zum Einheben wäre der Sitz viel zu schwer. Mit den Joysticks kann der Fahrer den Bagger drehen und den Arbeitsarm steuern. Die linke Armlehne hat eine Sicherheitsfunktion. Klappt man sie hoch, steht der Bagger still. Mit den Pedalen lassen sich der Teleskoparm aus- und einfahren, Vorwärts- oder Rückwärtsfahrt wählen und der Hydraulikdruck für die Arbeitsgeräte regeln. Optional gibt es noch ein 4. Pedal für eine Seilwinde. Die ist vor allem in Steilhängen wichtig. Österreich. Das Kriegerhorn bei Lech am Arlberg. Auf rund 2000 Meter Höhe ist hier ein Schreitbagger M545X im Einsatz. Die Aufgabe des Bauteams, einen Weg am Berghang verbreitern, der im Winter eine Skipiste ist. Dazu müssen Abstützungen, auch Verfallersysteme genannt, unterhalb des Weges an den Steilhang. Ein Teil der ersten Abstützreihe, auf die später noch eine zweite kommt, ist schon montiert. Es ist eine gefährliche Arbeit, vor allem für den Baggerfahrer. Denn der Hang hat ein Gefälle von 50 bis 60 Grad, also von 120 bis 170%. Ein Raupenbagger stellt eines der Verfallerelemente zum Einheben bereit. Für den Schreitbaggerfahrer geht es runter in den Hang. Auf den Rädern hat er monströse Ketten und mit den Bergkrallen und dem Teleskoparm stützt er sich ab. Aber ohne Sicherung wäre die Arbeit hier trotzdem viel zu riskant. Am Raupenbagger befestigt Dominik Bertsch Ketten, in die er den Haken seiner Seilwinde hängt. Für den Schreitbagger, den Kletterkünstler, geht es jetzt nach unten. Neben den bisherigen Abstützungen muss der Bagger den Platz freischaufeln für ein weiteres Abstützelement. Erde und Felsbrocken, die der Schreitbagger aus dem Hang holt, schaufelt der Raupenbagger oben auf einen Kipper. Unten misst Bauarbeiter David Moosbrugger das Niveau. Es passt. Der Bagger muss jetzt noch den Rand freikratzen, damit das Abstützelement auch zum Hang hin genügend Platz hat. Dann klettert der Schreitbagger wieder hoch auf den Weg, um das Werkzeug am Teleskoparm zu wechseln. Den Löffel braucht er nicht mehr. Oben angekommen nimmt Dominik Bertsch eine Bohrlafette als neuen Arbeitsaufsatz. Die lässt er jetzt bestücken mit einer Bohrstange, auf die eine Bohrkrone aufgeschraubt ist. Die Bohrlafette bedient der Baggerfahrer mit einer Fernsteuerung. Mit der Lafette muss der Schreitbagger jetzt ein Loch senkrecht in den Felsboden bohren, und zwar zentimetergenau, damit man das neue Abstützelement dort befestigen kann. Jetzt ist die Bohrkrone exakt ausgerichtet. Baggerfahrer Dominik Bertsch steigt mit seiner Fernbedienung nach unten. Fünf Meter tief muss sich der Bohrer in den Fels fressen. Erstmal Pause. Weil eine Bohrstange allein zu kurz ist, muss eine zweite her, um die erforderliche Tiefe zu erreichen. Nach einer halben Stunde ist die Tiefe von 5 Metern erreicht.
Ein LKW-Kran lässt jetzt das Hangabstützelement runter zur Montagestelle. David Moosbrugger und Dominik Bertsch buxieren es an die richtige Stelle. Auf der einen Seite schließt es an den Standfuß des schon montierten Elements an. Auch oben verbindet David Moosbrugger die beiden Hangabstützungen miteinander. Den nächsten Anker bohrt der Schreitbagger mit der Lafette waagerecht in den Fels. Und zwar doppelt so tief wie den senkrechten Fußanker, also satte 10 Meter. Oben auf dem Weg rührt Lkw- und Baggerfahrer David Feuerstein inzwischen Mörtel an. Ankermörtel, genauer gesagt. Eine Pumpe befördert ihn nach unten zu den Bohrlöchern, wo David Moosbrugger ihn in die hohlen Bohranker leitet. Bis die Bohrlöcher mit Mörtel verfüllt sind, vergeht mindestens eine halbe Stunde. Die braucht Baggerfahrer Dominik Bertsch nicht mehr abzuwarten. So, fertig für heute. Rüti in der Schweiz, das Werk der Firma Menzi Muck, die den Schreitbagger herstellt. Der nächste Produktionsschritt ist das Aufsetzen der Fahrerkabine auf das Mittelteil, in dem schon der Motor und die Hydraulik verbaut sind. Mechaniker Paul Spengler steht vor einer kniffligen Aufgabe. Jetzt haben wir alles eingebaut, deswegen haben wir auch überall von der Seite aus sehr wenig Platz. Vor allem müssen wir jetzt hier sehr aufpassen, weil da haben wir auch viel zu wenig Platz. Und dass man oben nirgendwo dran kommt, zum Beispiel am Zylinder. Also dass die Kabine genau reingeht, weil sonst ist die Beschädigung sehr schnell passiert. Paul Spengler setzt die Kabine auf den vorderen Halterungen ab und fixiert sie daran. Dann setzt er die Kabine hinten auf den Einrastpunkten ab. Jetzt, wo die Kabine ausgerichtet ist, kann er die Befestigungsschrauben vorne festziehen. Hinten gibt es keine Verschraubungen, sodass man die Kabine nach vorne klappen kann, um an die verschiedenen Bauteile ranzukommen. Die Räder für den Schreitbagger gibt es in verschiedenen Größen, je nach Einsatzzweck. Diese hier sind 60 cm breit und rund 1,20 Meter hoch. Mechaniker Paul Spengler stellt das Rad neben den Fuß. Den hängt er an den Hallenkran und schwenkt ihn zum Rad hin, sodass der Radmotor des Fußes in die Felgenöffnung einfährt. Da haben wir auch Schrauben mit der extra Sicherheitsscheibe drin. Das heißt, die Scheibe geht in die Nut, wo in der Felge drin ist, verkeilt sich innen drin und ist einfach nochmal zur Sicherheit, dass die Radschrauben sich auch nicht mehr lösen. 16 Schrauben pro Rad, also insgesamt 64 muss Paul Spengler anschrauben und dann mit dem Drehmomentschlüssel festziehen. Eine echte Plackerei, die fast eine Stunde dauert. Das Einfüllen des Hydrauliköls über den Anschluss am Arbeitsarm. Den Öldruck, den der Dieselmotor produziert, braucht der Schreitbagger sowohl zum Fahren als auch zum Arbeiten. 180 Liter fasst der Hydrauliköltank, den Paul Spengler jetzt füllt. Dann startet er zum ersten Mal den Motor des Schreitbaggers. Der Ölpegel sinkt jetzt rapide, weil sich der Tankinhalt überall im Hydrauliksystem verteilt. Also muss die Ölpumpe weiterlaufen, bis die Gesamtfüllmenge von 350 Litern erreicht ist. Jetzt testet Mechaniker Paul Spengler die Bewegungsgrundfunktionen des Baggers.
Fazit des Tests: alles bestens. Ein Berghang bei Sévis im Schweizer Kanton Graubünden. Auf rund 1700 Meter Höhe erneuert ein Bautrupp mit einem Schreitbagger eine Wasserableitung. Sie soll dafür sorgen, dass das Wasser nicht unkontrolliert den Hang runterrauscht und Erde und Geröll Richtung Tal schwemmt. Doch diese Funktion erfüllen die bisherigen fast 50 Jahre alten Betonwannen nicht mehr. Die alten sind schon kaputt und sind auch viel zu klein, weil hier kommt so viel Wasser herunter, dass es größere braucht. Und jetzt nehmen wir die alten raus, deponieren sie seitlich und entsorgen sie dann. Die Gefahr bei solchen Arbeiten ist, dass Bagger die Seitenränder des Grabens mit ihrem Gewicht so stark belasten, dass sie einstürzen oder abrutschen. Durch die Spurbreite von bis zu 6 Metern passiert das beim Schreitbagger nicht. Er kann weit genug wegstehen vom Grabenrand. Auch stärkere seitliche Gefälle sind für ihn kein Problem, weil er sich mit seinen einzeln bewegbaren Füßen immer in die Waagerechte stellen kann. Ein weiterer Vorteil für den Fahrer: er kann auch unter dem Schreitbagger arbeiten und muss deswegen nicht so oft den Standort wechseln. Wenn er den Schreitbagger umsetzt, dreht er den Teleskopausleger nach hinten und zieht sich damit bergauf. Würde er mit reinem Radantrieb hochfahren, würde er die Grabenränder aufwühlen. Nach dem Umsetzen krallt er sich mit den Bergstützen wieder in den Boden. Dadurch rutscht er beim Baggern nicht nach vorne oder zur Seite. Weil es sehr nass ist hier, kann ich mich auf jeder Seite und alles bewegen, was man mit einem normalen Bagger hier keine Chance hätte. Vor allem ist halt auch die Reichweite hier sehr gut. Du müsstest hier sicher mit einem 20-Tonnen-Bagger kommen, dass du die gleiche Reichweite hättest. Und für das ist das Gelände halt nicht geeignet hier, für einen Raupenbagger. Beim Einsetzen der 350 Kilo schweren Betonwannen kommt ein Vakuumgerät zum Einsatz. Das hebt Gegenstände mit bis zu 500 Kilo, die glatte Oberflächen haben. Seine Power zieht der Heber aus einem Akku, den die Arbeiter alle 4 Stunden nachladen. Die nächste Wanne. Bis der Heber genügend Vakuum produziert hat, dauert es ein wenig. Dass er nicht mittig auf dem Betonteil sitzt, ist volle Absicht. Er hängt das extra ein wenig schräg an, dass es nachher im Gelände einfacher ist zum Versetzen. Die Betonwanne hat beim Heben also schon dieselbe Neigung wie der Graben. Das spart Zeit und Körperkraft. Das Tagespensum ist geschafft. Dank des Schreitbaggers sind es stolze 130 Meter. Anlass für einen Freudentanz. Rüti im Ostschweizer Kanton St. Gallen. Das Werk des Schreitbaggerherstellers Menzi Muck. Dieser M545X ist jetzt so gut wie fertig. Paul Spengler muss nur noch ein paar Abdeckungen anbringen. Zum einen am Arbeitsarm und dann noch auf der Fahrerseite des Schreitbaggers vor dem Hydrauliköltank. Danach macht der Monteur mit einem Kollegen den Schreitbagger fertig zum Transport. Zuerst muss der Abstützfuß weg, der während der Montage am Teleskopausleger montiert ist. Als Ersatz dafür kommt jetzt der Löffel dran, die Baggerschaufel. Nach 4 Wochen Produktion verlässt der Schreitbagger die Produktionshalle. Und gleich das erste Hindernis. Ein anderer Bagger steht vor der Ausfahrt.
Das bedeutet zum ersten Mal umsetzen, um eine Kollision zu verhindern. Jetzt kann Baumaschinenmechaniker Silvan Seitz weiterfahren zur Verladung. Auffahrrampen braucht der Schreitbagger nicht. Stattdessen feiert er jetzt seine Kletterpremiere. Er stützt sich auf den Teleskopausleger, hebt die Vorderfüße, setzt sie auf den Tieflader und schiebt sich nach vorne. Dann dreht der Fahrer den Oberwagen, stützt sich mit der Baggerschaufel hinten auf dem Asphalt ab und hieft dann auch die Hinterräder auf die Ladefläche. Zum Abschluss setzt der Fahrer die Bergstützen auf dem Tieflader ab. Und zuletzt die Schaufel. Mit der Ladungssicherung hat der Baggerfahrer nichts mehr am Hut. Das ist der Job des Lkw-Fahrers. Der fixiert den Schreitbagger mit schweren Spannketten ringsum auf der Ladefläche. Dann geht es für den Schreitbagger auf die erste große Fahrt. Die zum Kunden, den das Allround-Genie Made in Switzerland rund 400.000 € kostet.